Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einer kleinen Karte. Ich möchte mit euch heute mal so ein Einhorn malen. Hier habe ich total viele Glitzerfarben benutzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das bei dem zweiten auch so mache oder ob ich das ein bisschen sparsamer dann gestalte. Da könnt ihr euch natürlich austoben. Wer diese Glitzerfarben nicht hat, macht das in Pastelltönen und ich glaube, vielleicht mache ich das tatsächlich heute auch nur ein bisschen weniger Glitzer und mache das Ganze in so einer pastellfarbenen Geschichte. So, Einhorn. Ich möchte ganz gerne, so wie es da war, nur den Kopf mal mit so einer wehenden Mähne. Und für den Kopf beginnen wir, indem wir den unteren Teil, den Kiefer malen. Und zwar muss hier die Schnute tiefer sein als das Gelenk. Und die malen wir hier einfach mal in so einem kleinen Bogen. Der darf nicht zu groß werden und gehen hier mal bis dahin. Also, dann setze ich hier die Pferdeschnute oder Einhornschnute sozusagen an. Ich habe das auch sehr viel geübt. Man muss gucken, dass man das hinbekommt mit den Proportionen, dass es auch wirklich dann nach Pferd oder nach Einhorn aussieht. Ist nicht so ganz leicht. Oh, entschuldigt, meine Stimme ist immer noch nicht so ganz da. So, jetzt gehen wir hier einfach so ein Stückchen nach oben. In so einer kleinen Kurve. Und haben dann sozusagen hier unseren Grundkopf. Oberhalb von dem Kiefer setze ich das Ohr an. Das setze ich hier einfach schon mal in etwa hier so hin. Ja. Und jetzt beginne ich von diesem Ohr aus malen, so die ersten ähm, ähm, Wellen von dem Einhorn Pony und hinten von der Mähne. Und da malt man einfach so richtig schöne Wellen. Hier fange ich jetzt schon mal an, setze mein klassisches Einhorn dann rein und mal die nächsten Wellen einfach hier nochmal im Hintergrund. Eine hier hin und eine etwas kürzere, vielleicht auch so hin. So, mal schauen, obwohl, nee, die möchte ich auch noch da hintergeführt haben, dass sie hier endet. So, dass dieses Einhorn sozusagen in der Mähne eingebettet ist. Ich gebe ein bisschen weg. So. Ja, dann kann man das Ohr, finde ich, sogar gerade hier noch einen Hauch größer machen. Das passt auch noch. Genau. Ja. Gut, und dann geht kurz vorm Kiefer, in der höchsten Beuge hier sozusagen, geht dann der Körper so ein bisschen weg, einfach mit so einer Brust. Und ich lasse das einfach frei auslaufen. Also ohne, dass ich jetzt ganz gezielt hier irgendwas male. Das ist schon so das größte Detail. Und der Rest verschwimmt sozusagen im Nichts. Ja. Also die Brust. Und nun geht es weiter mit der Mähne, die nach hier hinten läuft. Und da kommen die Locken hier hinterm Ohr her. Und hier könnt ihr jetzt anfangen, so in leichten Wellen einfach diese ganze Mähne hier so runterzumalen, wie ihr das mögt. Mhm. So eine Springmähne zu machen. Das bleibt ganz euch überlassen. Hier kriegt ihr jetzt sozusagen die Form des Kopfes hin und hier unten können wir noch ein bisschen länger das Ganze machen und arbeiten uns hier diese Wellen raus, die wir dann nachher auch sehr schön bunt gestalten können.
So soll es mir schon reichen. Ja, okay. Gucken, ist alles so in Proportion, wie ich das brauche. Dann kann ich es nochmal. Hier würde ich vielleicht den Kiefer tatsächlich ein bisschen dicker noch malen. Genau. So, hier können wir noch mal so ein Nüstern reinmalen auf der einen Seite. Und das Einhornauge, da müsst ihr auch wirklich gucken, setzt es nicht zu weit an den Rand, hier oben hin. Ich setze das jetzt einfach nur mit so einem kleinen Bogen und ein paar Wimpern hier hinein. Das Einhorn finde ich gerade, könnte ich noch ein bisschen länger machen. Ja, passend zur Kopfgröße. Sehr schön. Ja, das geht schon. So ist das für mich okay. Wie gesagt, übt ein bisschen erstmal auf dem Papier, bevor ihr euer Aquarellpapier nehmt. Na? So, die Grundform habe ich. Ich nehme das jetzt ganz leicht mit dem Bleistift wieder runter, den Bleistift runter, damit das nicht zu doll ist. So. Sehe ich das noch, aber es ist jetzt nicht so ganz prägnant. Und jetzt geht es ans Gestalten. Die Einhörner sind eigentlich immer eher weißlich gemalt mit so ein bisschen Schimmer. Ich habe ja hier meine wunderschönen Farben von Victoria, von VH Aquarell, und da werde ich ein bisschen was benutzen. Ich habe bei diesem Bild im Hintergrund kein Schimmer genommen. Also der Hintergrund ist mit normalen Aquarellfarben gemalt. Das mache ich hier jetzt auch. Und hier habe ich bei dem Einhorn, das seht ihr vielleicht, das glitzert so schön bläulich, aber ist trotzdem hell. Das ist dieses Mermaid Blau gewesen. Dieser Farbton, den man sieht den nicht wirklich, aber wenn man ihn schief hält, schimmert er blau. Und ich glaube, bei diesem Einhorn werde ich mal das Mermaid in Grün nehmen. Ja. Ansonsten, wenn ihr das nicht habt, habt ihr vielleicht ein Gold oder ein Silber oder irgendeine andere Glitzerfarbe. Da könnt ihr das in eine normale Farbe mit reinmischen und bekommt dann so einen leichten Schimmer. Wenn ihr auch das nicht habt, dann macht ihr vielleicht euer Einhorn nur nass und macht es ganz zart hellblau oder hellrosa. Ja, das wäre dann so die Möglichkeit, die es dann noch gäbe. So, ich mal jetzt hier ringsherum einfach nur ein bisschen Wasser mit einer offenen Kante. Ich habe hier übrigens wieder meine Fumui-Pinsel. Das ist die Nummer 14, ein Rundpinsel, der nimmt richtig schön Wasser auf. Und mal hier jetzt um mein Einhorn herum erstmal. Und da ich ja dieses Mermaid Grün machen möchte, nehme ich im Hintergrund heute ein bisschen mal so Türkisfarben, vielleicht in der Richtung. Das andere war ja sehr lila-lastig und sehr rosa-lila. Und hier mache ich heute mal ein bisschen eine andere Farbe. So, hier lasse ich es offen, obwohl da mache ich keine Farbe hin. Das war jetzt ein Fehler, aber ist auch egal. Es ist ein Einhorn. So, wichtig ist hier die Grenzen. Sehr schön. So, leicht feucht, schimmert. Und da setze ich jetzt, hatte ich gesagt, ein bisschen Türkisfarben rein. Mal gucken, was die Victoria hier so hat. Auch diese Farbe ist von Victoria, von VH Aquarell. Und ich mache hier nur mal so ganz leichten Schimmer in den Hintergrund. Das ist das Türkisblau, schimpft sich dieser Farbton bei ihr. Schaut gerne in den Shop vorbei. Unten ist der Shop ist in der Videobeschreibung verlinkt. So. Und hier oben noch.
Und das lasse ich jetzt einfach nur so laufen. Könnte noch ein bisschen mal einen anderen Farbton mit reinmachen. Ich nehme noch dazu auch einfach nur ein Aquamarinblau, vielleicht ein ganz wenig hier als Schatten drumherum. Genau. Ja, und das lasse ich jetzt erstmal kurz trocknen. Kleinen Momentchen. Oh, Entschuldigung. So, in der Zeit, wo das trocknet, habe ich hier noch mal ein zweites gemalt und habe das mal in rosa-lila eingetönt. Das lege ich aber jetzt erst noch mal zur Seite. Ich nehme mir hier also jetzt mein erstes Stück und dann nehme ich mir jetzt für das Einhorn hier tatsächlich dieses Mermaid in Grün. Das ist eine Farbe, die schillert, wenn man sie schräg hält. Ja, seht ihr schon so ein bisschen in so einem Grünton. So, einmal das machen. Etwas kleineren Pinsel schnappen. Und da male ich jetzt außer der Mähne und das mache ich den ganzen Rest vom Einhorn in der Farbe. Und das Ohr nicht zu vergessen, das gehört da noch zu. Ja, und das ist eine ganz heller Ton, also weiß mit einem Schimmer. Das passt natürlich fürs Einhorn wie verrückt, muss ich sagen. So, mal gucken. Einfach hier. So, und dann gehe ich hier hinten noch, da wo keine Mähne ist, auch noch mal rüber. Sehr schön. Und der Effekt, der kommt tatsächlich erst so richtig zum Tragen, wenn das trocken ist. Ich kann es mal schräg halten, dann sieht man es schon mal so ein bisschen, aber es schimmert noch nicht so doll, als wenn es trocken wäre. So, dann lege ich das zur Seite. Und dieses Einhorn will ich jetzt nicht mit Glimmer machen, weil nicht jeder von euch hat die Farbe. Ich habe hier noch so einen Rest in meiner Farbpalette. Und dann nehme ich mir hier einfach so einen Gelbton und mache mir den ganz hell. Ja, und nutze den jetzt mal hier fürs Einhorn. Und wenn mir das dann schon zu viel Farbe war, dann nehme ich einfach noch ein bisschen Wasser und verziehe das, so dass es wirklich nur ein ganz heller Farbton ist. Ja, und das könnt ihr mit jeder anderen Farbe auch machen. Ihr könnt das Einhorn auch rosa einfärben oder hellblau einfärben oder lila einfärben oder auch mehrere Farben reinmachen. Ist auch alles möglich. So. Also ein bisschen in Schatten setzen. Da setze ich hier nochmal so einen Rosaton rein, weil ich das hier unten auch so ein bisschen überlaufen hatte. Finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, wenn wir hier jetzt ein bisschen mit Schatten arbeiten.
Ja, also ihr seht auch, das geht auch ohne Glimmerfarbe, kriegt man was ganz Zartes hin. Das ist gar kein Problem. Das gefällt mir gut so. Okay, halt, das war jetzt zu viel. Da gehe ich einfach nochmal wieder mit einem feuchten Pinsel rüber und verziehe das ein bisschen. Gut, dann lege ich das auch wieder zur Seite, lasse das mal trocknen. So, hier wird es langsam aber sicher wird's. Ich habe das hier gemerkt, ich war bei dem Bild zu früh dran. Ich lasse das jetzt noch mal richtig trocknen, damit mir nichts verläuft. Kleinen Momentchen. So, das gefiel mir eben so gut mit diesem Schatten, dass ich mir jetzt hier so ein bisschen von meinem Grün mit dem Mermaid gemischt habe. Und ich hoffe, es ist jetzt noch trocken genug, dass ich hier jetzt auch noch mal so einen leichten Schatten setzen kann. Oh, da war der Pinsel nicht ganz sauber. Hier ein Fussel drin. So. Genau, da habe ich jetzt das Mermaid ein bisschen kombiniert mit dem leichten Grünton. Das passt aber dazu, weil wenn das hier gleich trocken ist, seht ihr schon, dann ist das richtig nett. Also ich habe ja eigentlich gar nichts am Hut mit Einhörnern, aber ich weiß, dass viele von euch darauf Einhörner lieben und deshalb mache ich dieses Video. Ich hoffe, es macht euch Spaß. So, jetzt müssen wir aber noch mal warten. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schatten gesetzt, ein bisschen Grün. Jetzt warten wir noch mal einen kleinen Moment, bis es trocken ist. So, ihr Lieben, die Beine sind trocken. Dieses hier ganz natural, ohne Glitzer. Hier ist Mermaid Glitzer in Gang in Grün. Bei dem hier hatte ich das in Blau. Ihr seht es, da schimmert es ganz blau. Und hier habe ich auch die ganze Mähne aus Glitzerfarben gemacht. Das möchte ich jetzt hier nicht machen. Also wir starten erstmal wieder mit dem ich angefangen habe. Ja, ich werde die Mähne hier mit ein bisschen unterschiedlichen Grün- und Blautönen, glaube ich, gestalten. Vielleicht noch ein Lila mit reinmachen, mal schauen. Und werde nachher bei dem hier nur die Ränder der Mähne mit ganz viel Glitzer machen. Und den Rest nicht. Und hier werde ich gar nicht mit Glitzer arbeiten, weil nicht jeder von euch hat Glitzerfarben. Ne? Genau. Das Einhorn mache ich ganz zum Schluss. Also das Einhorn, sorry, das mache ich bei beiden glitzerig. Ein Einhorn, das Horn muss glitzern. Ihr habt sicherlich Gold dabei. Und dann können wir das Einhorn in Gold machen. Ich nehme vielleicht eine andere Farbe, muss mal schauen. Aber jetzt fange ich erstmal an mit dieser wunderschönen Mähne und starte mit verschiedenen blau, grünen, petrolfarbenen Sachen. Und da kann es ruhig auch mal bei der Mähne ein bisschen knallig sein und ein bisschen leuchten. Und jetzt setze ich hier einfach meinen Pinsel an und ziehe mir hier meine Mähne. Der ist schon fast ein bisschen dick, der Pinsel. Obwohl er hat wunderschöne Spitzen, aber ich werde jetzt noch mal auf einen kleineren wechseln. Eine Mähne so und diese Mähne lasse ich jetzt hier wiederholen und zwar hier hinterm Öhrchen. Sehr schön. Da ich jetzt gerade 2 parallel male, passt das ganz gut. Ich lege das zur Seite, lasse das kurz trocknen. Schnappe mir hier dieses Einhorn und hier malen wir jetzt mal mit ein bisschen Orange und lila Tönen vielleicht. Mal gucken. Also erstmal hier wieder eine Welle.
So, hier nehme ich die Farbe, die ihr hoffentlich alle habt, ein schönes Gold. Wenn ihr keine goldene Aquarellfarbe habt, nehmt ihr einfach einen goldenen Stift oder einen silbernen Stift oder irgendein Glitzerstift oder. So, das Einhorn hier muss Gold werden. Da habe ich noch nicht genug angelöst. Das ist das Gold 203 von Victoria und wenn ihr das richtig dick macht, dann deckt das auch alles ab. So, können wir das Ohr noch ein bisschen. Super, guckt euch das an. Sehr schön. Ja, ich könnte jetzt auch noch weiter hier auch, aber ich habe ja gesagt, das machen wir nicht mit so viel Glimmer. Ne? Von daher, weil ihr ja nicht unbedingt alle Glimmer habt, hatte ich ja gesagt, eine Karte ohne Glimmer. Nur das Einhorn. So, und hier werde ich jetzt das Einhorn umarbeiten und das Einhorn bekommt auch eine Farbe. Und hier würde ich jetzt tatsächlich dieses wunderschöne Ahorngrün hier nehmen. Guckt euch diese Farbe an, die passt auch richtig toll zu dem Bild. Und würde das Einhorn und alles an Umrandungen mit dem Farbton machen. Und dafür schnappe ich mir ein erstmal mache ich die Farbe nass, ganz wichtig, dass sie schon mal aktiviert ist. So, ich könnte auch noch einen anderen Farbton reinarbeiten. Ich habe ja so schöne Glitzerfarben hier, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. So, und dann schnappe ich mir, wenn ich ihn finde, meinen Schriftenpinsel von Bösner. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ein wunderschöner, dünner Pinsel. Guckt euch den an. Der ist ganz zart. Das Einhorn kann ich natürlich erstmal noch mal mit ein bisschen dickeren Pinsel machen. Und ich liebe diese Glitzerfarben. Ahorngrün ist eine Chamäleonfarbe. Die schimmert. Wie schimmert sie denn noch? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also gelblich-grünlich. Aber die ist toll. Und damit mal jetzt hier ein richtig schönes, super glitzerndes. Und die decken die Farben. Also wenn ihr da ein bisschen dicker haben wollt, ist das überhaupt gar kein Problem. Guckt euch das an, was das für eine tolle Farbe ist. So. Das ist ein Ahorn. Da sieht man es. Genau. So, und jetzt mache ich den ganzen Rest von diesen Umrandungen, versuche ich die so sauber wie möglich auch noch hinzubekommen. Ja. Oh, ich bin ja sonst nicht die Glitzerfee, ne? Aber das gefällt mir richtig gut. Super schön. Gefällt mir noch besser eigentlich als das. Hier habe ich ja nur mit Glitzerfarben gearbeitet. Also da ist ja die ganze Mähne glitzerig. Aber das hat was, ne? Das hat was. So, legen wir es erstmal kurz zur Seite. Und schauen mal, was wir jetzt hier machen. Unser Horn ist toll geworden. Richtig schön goldfarben.
Ja, ich würde jetzt eigentlich mit so einem Goldstift, ich glaube, ihr habt den alle auch, ne? Oder? Hier so ein bisschen diese, sieht einfach schöner aus. Okay. Aber den Körper, den mache ich mit ein bisschen Buntstift. Ich schnappe mir hier meine Farben, meine Wuma Stifte. Auch die findet ihr unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und nehme mir hier so eine Hautfarben und ziehe mir hier das Einhorn mit dem Hautfarben nach. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ich glaube einfach nur in so einem Grau hier. Mhm. Genau. So haben wir ein bisschen Schatten drin und nur ganz wenig Glitzer. So, jetzt können wir noch die Karten ein bisschen bespritzeln, wenn wir das mögen. Hier habe ich auch so ein paar Tropfen eingebaut. Ne? Das bleibt uns überlassen. Dann mache ich das hier mal. Ich versuche nicht aufs Einhorn zu treffen. Ich nehme mir hier den Türkiston, den wir hatten. Ja. Okay. Vielleicht nochmal so ein paar größere Fleckchen. Dann kann man das auch hier gekleckert haben. Ja, das ist doch schon mal ganz schön. Und hier kann man das auch machen. Ein bisschen. Und dann nehmen wir noch mal so ein bisschen von dem lila Ton, den wir hatten. Oh, oh, der ist groß geworden. Oh, ist nicht schlimm.
Ich nehme den noch mal so ein bisschen weg mit dem Wattestäbchen, dann fällt es nicht ganz so doll auf. Ist das so? Ja, dann ist das so, ne? Dann ist das so mit dem Pünktchen. Gut, ihr Lieben, mache ich mal ein bisschen größer, meine 3 Einhörner. Hinterlasst mir doch mal in den Kommentaren, welches gefällt euch am besten. Vollglitzer, mehr Natur mit nur ein bisschen Einrahmung oder auch hier mit der Glitzereinrahmung. Ne? Das sieht natürlich auch heiß aus. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.